morgens in den Dünen von Coralejo. Ich bin noch nicht ganz wach, aber dafür lohnt es sich wirklich ganz früh aufzustehen. Bienvenidos auf Fuerteventura. Der Kanareninsel, die mit ihrer Kargheit fasziniert. Trockenes Land, umrahmt von karibischen Stränden. Der Inselnorden ist für Surfer das europäische Hawaii und lockt junge Leute aus aller Welt. Im Süden tummeln sich Sonnenanbeter an den traumhaften Stränden. Aber was kann man außer Wassersport und Sonnenbaden hier noch erleben? Arriba! Ziegen spielen eine große Rolle auf der Wüsteninsel. Wir wandern mit ihnen. Und besuchen eine der größten Kamelfarmen Europas. Wir lernen Menschen kennen, die die Natur ihrer Insel schützen. Und die traditionelle Lebensweise der Majojeros, der Inselbewohner. Kommen Sie mit auf eine ganz besondere Kanareninsel. Fuerteventura ist die zweitgrößte Insel der Kanaren und liegt nur 120 Kilometer vom afrikanischen Festland entfernt. Wieso Fuerteventura ein Mekka für Surfer ist, finden wir im Inselnorden heraus. In Betancuria lernen wir alte Traditionen kennen und paradiesisch wird's an den endlosen Stränden im Süden. Die Wüste lebt. Das ist so eine große Raupe. Muss man zweimal hingucken, bis man die entdeckt. Es ist eben so faszinierend hier. Am Anfang denkt man, das große Nichts. Und wenn man genauer hinguckt, lebt es. Und es gibt so viele kleine, schöne Details. Für die Details muss man hier einen Blick entwickeln. Was macht eigentlich den Zauber dieser Wüstenlandschaft aus? Das wollen wir herausfinden. Der goldene Sand besteht zu großen Teilen aus zerriebenen Muscheln. Durch den Ostwind aus Afrika, den Kalima, sieht die Landschaft ständig anders aus. Auf Fuerteventura herrschen das ganze Jahr über warme Temperaturen. Das macht die Insel vor allem in unseren Wintermonaten äußerst attraktiv. Früher war die älteste der Kanaren üppig grün, ähnlich wie La Gomera oder La Palma. Starke Winde, Trockenheit, aber auch die Abholzung der Wälder haben die Insel über die Jahrtausende so karg gemacht. Heute ist Fuerteventura eines der trockensten Gebiete Europas. Die Vulkane hier sind seit über 3000 Jahren erloschen. Insgesamt leben etwa 120.000 Menschen auf der Insel. El Cotillo an der Nordwestküste ist bei Surfern sehr beliebt und bekannt für seine wilden Strände. Hier reiht sich ein Surfspot an den nächsten. 300 Sonnentage im Jahr und ganz besondere Wind- und Wellenbedingungen sorgen dafür, dass es fast immer eine konstante Brandung gibt. Im alten Hafen erinnert eine Skulptur an den einstigen Fischerort. Hier wartet die Skulptur auf den Seemann, der hoffentlich zurückkommt. Und ich warte auf Andreas. Es riecht so toll nach Meer. Hallo, hallo. Ach, da ist sie ja. Schön, Andreas, Mensch. Das ist ja was hier direkt Das noch erleben da. am schönsten Ort. Ja, haben wir uns das ist verabredet. klasse.
Andreas und ich waren nämlich vor wie vielen Jahren jetzt? 2014 war das, glaube ich, wo wir das letzte Mal hier waren. Hier schon mal auf der Insel unterwegs. Ich hatte nicht ganz so viel Zeit. Ja, genau, und das Wetter war auch nicht so schön. Nee. Und, so. Und jetzt wollen wir es Jetzt aber haben noch wir mal richtig wissen. Ne? schönes Wetter. Jetzt gehen wir wandern. Herrlich. Und jetzt gucken wir uns den Norden an. Jetzt gucken wir uns richtig schön die Nordküste an. Ja. Ich freue mich. Ich auch. Mal los. Jawohl. Andreas kommt wie ich gebürtig aus dem Schwarzwald. Die Liebe zum Surfen hat ihn auf die Insel verschlagen. Das war Anfang der 1990er Jahre. Und er ist geblieben. Boah, ist jetzt richtig heiß. Boah, hier ist echt warm jetzt. Ja. So 30 Grad würde Wenn ich starker schätzen. nördlicher Wind ist, ist man froh, dass es so wieder warm so ein ist. nettes Restaurant. Ja, das ist eins von den Bildern, was noch übrig ist von damals. Es ist leider schon ein bisschen verblasst mittlerweile, aber immer noch ein schönes Bild. Was hat es noch auf sich mit diesen Bildern hier? Es wurde finanziert von einigen Leuten aus Cotillo, dass halt Fotografen, hier war so eine Ausschreibung von ihren Bildern, die alle den Bezug Meer haben, mussten halt ihre Werke einreichen und die sind dann prämiert worden und die Schönen sind, glaube ich, hier geblieben. Schön, so schöne Idee auch. Ne? Ja, schönes Bild. Die kubischen Häuser von El Cotillo wurden früher von den Fischern bewohnt. Auch heute leben noch viele Majojeros hier und es gibt hier so gut wie keinen Massentourismus. Unsere Wanderung geht immer an der Nordküste entlang. Die nennen sie hier alle North Shore. Andreas, das ist schon, da muss man hart gesotten sein hier auf. Nee, Aha. das ist Also reine wer kann, geht Gewohnheit. auf Also Schwarz, ich gehe lieber auf ja, Sand. super. Ja, logisch, geh da oben Aber rum, du bist klar. ja hier wirklich, Nee, ich wollte ja nur die Steine zeigen. guck hier, mal, du alles läufst gut. hier, als wäre nix. Die spitzen Steine zeugen von der Geburtsstunde Fuerteventuras, als sich die Kontinentalplatten verschoben. Dadurch trat die Lava der Unterwasservulkane an die Oberfläche. Das Urgestein ist heute noch sichtbar. Ist das jetzt so richtig, Basalt. also es ist nicht Lava, Also Lava heißt Ist ja, wenn es doch. flüssig ist, ja, Na? wenn es hart ist, heißt es Basalt. weil wir hier auf einem vulkanischen Richtig. Inselchen sind. Ja, genau. Ja. Das ist toll. Du sagst ja auch, nichts kann hier ganz viel sein. Was meinst du denn damit? Also es gibt ja diesen Standardspruch, viele Leute, die sagen, Fuerteventura, was willst du da gibt es doch nichts und so. Und das sehe ich natürlich ganz anders. Es gibt durchaus sehr viel. Und außerdem kann gerade dieses Nichts natürlich auch ein totaler was Schönes sein, weil wir haben ja alle ständig viel zu viel. Wir haben ja viel zu viel Input und so. Und deswegen, das Auge ruht sich auch gern mal aus und hat leere, offene Landschaften vor sich und dementsprechend auch der Geist. Und, Ja. Sand, soweit das Auge reicht. Das ist schon eine ganz besondere Atmosphäre. Fuerteventura ist vor 20 Millionen Jahren entstanden. Wind und Wetter hatten genug Zeit, die ursprünglich hohen Berge klein zu formen. Es gibt viele Leute, die kommen einmal hierher und nie wieder. Und es gibt aber genauso viele, ganz viele Fuerte-Fans, die kommen einmal und immer wieder. Die kommen seit 30 Jahren jedes Jahr auf ihre geliebte Insel. Das sind natürlich auch die Surfer. Viele kommen sogar mehrmals im Jahr. Das ist wirklich ein Suchbild. Wenn man guckt, erstmal denkt man, ja, das Meer. Und dann merkst du plötzlich, das sind ja 20, 30 Surfer draußen. Der Einstieg ins Wasser ist beschwerlich. Wer es geschafft hat, kann sich hier am North Shore meistens über lange und sanfte Wellen freuen. Das liegt an den vorgelagerten Vulkanriffen. Am Anfang
wenn du im Liegen losfährst, ist das schon toll. Und dann kniest du irgendwann und irgendwann stehst du auch mal auf und dann fängt es spätestens an. Fuerte, wie Liebhaber ihre Insel nennen, ist bei Wellenreitern deswegen so beliebt, weil es für jedes Level den richtigen Surfspot gibt. So kommt jeder vom Anfänger bis zum Profi auf seine Kosten. Beim Surfen hast du halt einen unglaublich direkten Kontakt mit den Elementen, mit dem Wasser. Ja? Und wenn du dich da drin bewegen kannst, mit diesem Wasser und mit dieser Welle, mit der Kraft von der Welle spielen, das ist natürlich, da kriegst du fast schon beim Reden drüber Gänsehaut. Ja, merkst schon. Also, da kriegst du schon so eine, wenn du eine gute Welle hast, kriegst du eine Energieausschüttung. Da kann dir keiner mehr den Tag verderben. Ja? Da bist du einfach für den Rest vom Tag. Dieses Glücksgefühl kann ich schon beim bloßen Zuschauen nachempfinden. Wenn die Bedingungen gut sind, ist am North Shore ordentlich was los. Dann merkt man, dass Wellenreiten nicht nur ein Sport, sondern auch gleich ein ganzes Lebensgefühl ist. Für 1 oder 2 Wochen in einem Surfcamp das Surfen zu lernen, ist sehr beliebt. Und wenn man nicht ganz untalentiert ist, kann man bereits nach ein paar Tagen auf dem Brett stehen. Natürlich nicht so wie dieser Profi. Bien, bien. Bienvenido de nuevo a la isla. Alfonso, ¿no? Sí, Alfonso. Tamina. Hola. How is it? Wie ist's heute? Beautiful. That's beautiful. Wunderbar. Aber das ist das eigentlich jeden Tag. Das hängt ganz von dir ab. Every day? Every day? Beautiful. Yeah. The worst day in Ein Tag mit conditions schlechtesten Bedingungen kann trotzdem dein bester Tag sein, wenn du die Welle kriegst. Je nach Wahrnehmung. Perception. Is to Genießen, das ist der Sinn des Lebens. Mensch, man ist so gleich im Lebensphilosophischen drin, ne? Wenn man so einen strahlenden Körper sieht. Der mir dann auch sofort ein paar Trockenübungen zeigt. Do it again. The directions, where do you go? Wo willst du denn mit deinen Händen hin? This is the way. And then move. Press Du musst gegen den Boden drücken. No, on the ground. Press on the ground. Only Yes. legs on the arms, come with me. Thank you so much. That's a pleasure. Es fällt fast schwer, sich nicht direkt anstecken zu lassen und aufs Brett zu steigen. Aber wir sind ja zum Wandern hier. Jetzt kommt die Überraschung. Jetzt wäre Picknick. Ach, Ja, Überraschung. Jetzt kommt unser Und dafür bin ich immer zu haben. Guck die. Oh. Und dann schneidest du das hier oben so ab, den Deckel. Und dann greifst du so rein, so ohne Rücksicht auf Verluste. Und jetzt? Das ganze Ding. Oh. Oh. Aber das ist so ein Moment, das vergisst man nicht. Mit allen Sinnen. Die Sonne, das Meer, diese Frucht. Und was meinst du, gibt es heute Abend einen Sternenhimmel schön? Na, guck mal da hoch. Siehst du irgendwo eine Wolke? Heute schauen wir uns Highlights rund um Puerto del Rosario an. Zum Beispiel eine ganz besondere Mühle. Surfen ist das Thema in dem kleinen Ort Lajares. In Corralejo segeln wir auf das Inselchen Los Lobos. Von Fuerteventura heißt es, dass es die Kanareninsel mit den schönsten Stränden sei. Im Gegensatz zu den Schwesterinseln ist der Sand hier fast überall hell. Neben den Wellenreitern finden auch Windsurfer und Kiter hier beste Windbedingungen. Apropos Wind,
Oft wird der Name Fuerteventura mit den spanischen Wörtern fuerte, stark und viento, Wind, übersetzt. Also Insel des starken Windes. Wahrscheinlich aber stammt der Name von Seefahrern, die im 14. Jahrhundert Fuerteventura auf einer Seekarte einzeichneten. Das Wörtchen Ventura hat auf jeden Fall auch etwas mit Glück zu tun. Auf der Fahrt durchs Landesinnere sieht man, wie unglaublich trocken es ist. Im Jahresdurchschnitt regnet es selten mehr als 14 Tage. Meistens sogar weniger. Nur wenige Pflanzen wie Kakteen, Wolfsmilchgewächse und Agaven kommen mit diesen wüstenähnlichen Bedingungen überhaupt zurecht. Schaurig schön, würde ich sagen. Schon sehr abweisend irgendwo die Landschaft. Aber gleichzeitig faszinierend. Und trotzdem so dieses Gefühl, wenn jetzt das Auto liegen bleibt, man hat nichts zu trinken. Niemand ist da, ist schlecht. Wer dieses Klima hingegen geradezu optimal findet, sind diese Inselbewohner. Wir sind eingeladen, die wohl größte Kamelherde Europas persönlich kennenzulernen. Vor ein paar Jahrzehnten war das kanarische Kamel fast ausgestorben. Inzwischen gibt es wieder 400 Tiere auf Fuerteventura. Dank dieser Farm, die zum wichtigsten Zoo, dem Oasis Park, gehört. Das Ziel, die heimische Rasse zu züchten und somit zu erhalten. This one is Fabio. Fabio? Wanda, Thiago, Paco, Wow. Vicente, What a Rosario, lot of names. Oh, look at this. Ach, guck mal. Beißt er dich? No Strong? pain. Das tut nicht weh. No pain? Er He's spielt nur. playing with me. Oh, guck mal. David, der verantwortliche Tierarzt, kennt jedes Tier und seine Charaktereigenschaften. Zusammen mit den Mitarbeitern der Farm können Besucher nah an die Kamele ran. Die müssen hier keinen Maulkorb tragen. Und warum ist das Kamel das richtige Tier für die Insel? Das ist eine Wüsteninsel. Die Tiere haben sich an dieses Klima angepasst. Für sie ist das der optimale Ort, an dem sie ihre Veranlagung ausspielen können, wie in der Wüste. Jeden Tag laufen die Kamele mehrere Stunden frei herum. Artgerechte Haltung ist hier wichtig. Guck mal, was die für schöne Augen haben. Und dieser Mund, man kann es nicht aushalten. Ich liebe diese Nasen. Nose. Yes. Ja. Oh. Sie können ihre Nasenlöcher bei Sandsturm sogar verschließen. Ich wollte immer schon mal Küsschen geben. Das kanarische Kamel hat nur einen Höcker und gehört zur Familie der Dromedare. Die leben vor allem in den Wüsten Afrikas. Früher wurden sie hier doch als Arbeitstiere eingesetzt, um Sachen zu tragen. Ursprünglich kamen die Kamele vor 5 oder 6 Jahrhunderten auf die Insel. Sie wurden vor allem zum Transport und Bestellen der Felder eingesetzt. Jetzt versuchen wir aber, ihnen eine neue Aufgabe in der Gegenwart zu geben. Diese neue Aufgabe, ja, Sie hören richtig, besteht darin, Milch zu geben. Deswegen sind auf der Drome Milk Farm auch alle erwachsenen Tiere weiblich. Die männlichen leben etwas entfernt im Oasis Park. Das ist interessant. Hier muss wirklich das Baby jetzt zur Mama und ein bisschen trinken. Nur dann gibt sie wirklich Milch und man kann sie melken. Ohne Baby geht's also gar nicht. Kamelmilch ist äußerst verträglich, gesund und fettarm. Ein Superfood sozusagen. In Zusammenarbeit mit Universitäten wird hier an der Produktion dieser edlen Milch geforscht. Mit ihr sollen Käse und andere Produkte hergestellt werden. Bis zu 20 Liter geben die Tiere pro Tag. Ja. Wir teilen uns die Milch, gell? Die Mama hat genug Milch für dich und für uns. Und kann ich die Milch jetzt mal probieren?
Nein, auf keinen Fall. Das ist unbehandelte Milch und die darf aus hygienischen Gründen nicht probiert werden. And it smells, es riecht ganz fein nach Milch und überhaupt nicht nach Kamel. No smell, No. really. Ja, ein bisschen nach Milch, like milk. It smells like milk. Ganz mild und nach Milch. Yes. So thank you for this experience. Vielen Dank für dieses Erlebnis. Das war wirklich was Besonderes. Du kannst gerne noch mal wiederkommen. Yes, Ja, es ist wirklich schön zu sehen, mit wie viel Respekt ihr den Tieren begegnet. You do this. Oi, oi, oi. Ah, the baby again. Sie möchte wieder bei der Mami trinken. More milk. Hä? More milk. Ja, klar, das kann man ja auch verstehen. Und ich liebe einfach Kamele. Ich kann nicht anders. Diese Physiognomie, diese Wimpern, dieser Ausdruck, dieser Stolz, diese leichte Arroganz. Einfach herrlich. Von der Kamelfarm sind es nur wenige Autominuten bis zur Inselhauptstadt. Etwa 1/3 der Insulaner lebt in der größten Stadt. Sie ist das Wirtschafts- und Verwaltungszentrum. Sehenswert sind die Skulpturen. Typisch für Fuerteventura, wo es viel Kunst im Freien zu bestaunen gibt. Viele dieser Werke stammen von dem Bildhauer Miguel Cubas, dem wir noch öfter begegnen werden. Hier legen die Kreuzfahrtschiffe an. Ansonsten lassen Touristen Puerto del Rosario eher links liegen, weil die Stadt keine wirkliche Schönheit ist. Die Majojeros freuen sich darüber, dass sie den Stadtstrand meistens für sich haben. In der ganzen Stadt gibt es Street Art zu bewundern. Fast 50 Gemälde schmücken die Hausfassaden. Auf dem Weg ins Hinterland kommen wir an einem der Wahrzeichen Fuerteventuras vorbei. Oh, das ist jetzt hier ein ganz besonders schönes Exemplar. Die Mühlen auf Fuerteventura. Gibt es viele. Die meisten sind jetzt heute nicht mehr genutzt. Aber sie gehören einfach zu der Insel. Es gibt 2 Arten von Mühlen. Nämlich männliche, Molino genannt. Die sind rund und haben ein Spitzdach. Sie sind stabil, dafür aber auch nicht so beweglich. Anders die Molina, die weibliche Windmühle, die flexibler im Wind ist. Beide dienten noch bis ins 20. Jahrhundert als Getreidemühlen. Und dann gibt es noch Windräder, mit denen früher das Grundwasser aus der Erde gepumpt wurde. Vor gut 100 Jahren aus den USA importiert, heißen sie bis heute Chicagos. Diese Molina ist die einzige, die auf Fuerteventura noch in Betrieb ist. Francisco Cabrera ist der letzte Müller der Insel. Wind ist seine wichtigste Ressource. Für mich ist das Leben auf Fuerteventura der größte Schatz und Segen, den man haben kann. Francisco arbeitet noch so wie seine Vorfahren vor Jahrhunderten. Wenn der Wind kommt, muss alles genauestens vorbereitet sein. Denn hier handelt es sich um ein sehr gefährliches Handwerk. Die Segel sind extrem anfällig, vor allem in dem Moment, in dem sie geöffnet werden und durch den starken Wind in Bewegung geraten. Dieser allerdings lässt, ausgerechnet heute, auf sich warten. Francisco ist Gofio-Müller. Gofio ist ein uraltes, für die Kanaren typisches Mehl, bestehend aus Gerste und Mais. Die Körner werden, wie früher, in Sand geröstet. Sobald der Dampf freigesetzt wird, umschließt er das Korn. So wird die Feuchtigkeit rausgezogen und die Glucose verwandelt sich zu purer Energie. Deswegen ist der selbst hergestellte Gofio so gehaltvoll. Er bleibt lange im Blut. Wenn man genug davon isst, hat man 12 Stunden lang keinen Hunger.
Gofio ist eines der ältesten Grundnahrungsmittel der Kanaren. Schon die Guanchen, die Ureinwohner, verwendeten es. Hörst du das Knistern? Das bedeutet, dass jetzt die Feuchtigkeit aus dem Korn raus ist. Francisco hat die Mühle von seinen Eltern übernommen. Aber sie ist natürlich schon viel älter, aus dem Jahre 1846. Um das Erbe zu erhalten, hat er außerdem ein kleines Museum eingerichtet. Hier sieht man, was eine Molina ausmacht. Sie ist ebenerdig. Das Korn muss nicht in die erste Etage getragen werden. Auch Frauen konnten damals diese Arbeit verrichten. Aus diesem Grund heißt diese Mühlenform Molina, also die weibliche Mühle. Francisco ist es gewohnt, dass seine Arbeit komplett vom Wind abhängig ist. Das heißt halt, warten. Irgendwann wird er doch unruhig. Der Wind könnte bald da sein. Bevor die Segel gesetzt werden, muss alles noch mal geprüft werden. Eine kleine Nachlässigkeit kann zu Unfällen führen. Francisco trägt immer die traditionelle Müllerkleidung. Sollte sie sich verfangen und eine Windböe kommen, reißt der Leinenstoff sofort. War der Optimismus vielleicht doch ein bisschen zu früh? Ich würde sagen, dass alles gut läuft. In 3, 4, 5 Stunden wird die Brise stärker. Na, so lang können wir dann doch nicht warten. Wir drücken die Daumen, dass der Wind bald kommt. Die Gofio-Mühle kann übrigens jeder besuchen. Lajares ist der Surferort im Inselnorden. Hier dreht sich alles ums Brett. Menschen aus 35 Nationen leben in dem Dorf mit gut 2000 Einwohnern. Vor allem Italiener, Franzosen, Engländer und Deutsche schätzen den Lifestyle. Sie leben und arbeiten das ganze Jahr über hier. Wir sind alle Freundinnen und kommen aus Argentinien. Argentinas, amigos. Und hier, Lajares? Ja, genau, das ist ein Surferort. Surf City. Ja. Gracias. Man könnte sich jetzt fragen, was sitzt man hier draußen an der Straße, Autos fahren vorbei und so weiter. Aber das macht man hier so in Lajares. Das ist so ganz lässiges Lebensgefühl. Vieles ist gesund, vegan, frisch und einfach total entspannt. Dieses Surfer-Feeling hat auch sie begeistert. Paula aus München. Man fühlt sich frei auf irgendeine Art und Weise. Vielleicht ist es, weil man den Horizont immer sieht. Paula hat in Lajares ihren Traumjob gefunden. Sie ist Shaperin und stellt maßgefertigte Surfbretter her. Das Brett ist quasi schon fertig geshaped, also die Form ist gegeben. Und ich habe das Ganze laminiert, damit es eine Stabilität bekommt. Und im Endeffekt, das, was man hier sieht, das ist das Laminat. Das ist Fiberglas mit Epoxyharz getränkt. Und jetzt schleife ich es gerade, damit ich einen Topcoat drauf machen kann. Material, Form, Design, alles wird individuell auf die Wünsche des Kunden abgestimmt.
Dafür ist handwerkliche Präzision das A und O. Die musste sich die studierte Touristikerin aber erst mal aneignen. Ich habe angefangen in München, mehr schlecht als recht, meine kaputten Surfbretter auf dem Balkon zu reparieren. Als sie 2017 für einen Job in einer Surfschule nach Fuerteventura kam, lernte sie ihren heutigen Chef kennen. Ein über die Insel hinaus bekannter Shaper. Eigentlich wollte der gar keine Mitarbeiter haben. Paula war aber so hartnäckig, dass er ihr schließlich eine Ausbildung anbot. Ich mische mir jetzt mein Epoxidharz an, ne? Und beim Polyester verhält es sich so, dass man einfach nur prozentual ein bisschen härter reinmacht. Und das Epoxy, das muss wirklich aufs Zehntelgramm genau abgewogen werden. Jedes Harzmolekül braucht sein Härtermolekül. Eine Wissenschaft für sich. Je nach Können und Anforderung des Kunden muss das Board eine andere Beschaffenheit haben. Als Shaperin ist Paula eine ziemliche Exotin. Es gibt sehr wenige. Also persönlich kenne ich keine. In Spanien gibt es, glaube ich, noch ein Mädel, die das auch macht. Und in Kalifornien und Hawaii, da gibt es dann schon auch die ein oder andere. Aber es ist natürlich ein sehr männerdominierter Beruf. Warum, verstehe ich jetzt auch nicht. Aber so ist es halt. Ich arbeite hier mehr als je zuvor, weil ich halt auch den Job gefunden habe, der mir wirklich Spaß macht. Aber es ist natürlich ein anderes Gefühl tatsächlich, dass man aus der Arbeit kommt und du hast den Freiraum, du bist immer sofort am Meer. Das hört sich doch wirklich verlockend an. Noch mehr Surf-Verrückte in Lajares oder solche, die es noch werden wollen. Trockenübungen auf dem Skateboard. Du gehst in die Kurve, lehnst dich rein, entspannst, dann nutzt du den Schwung und gehst runter. Knie zusammen, sieh zu mir. Wo sind deine Knie? Ja, speziell auf Fuerteventura ist eben diese Freiheit, das einfache Leben, einfach glücklich sein, mit wenig. Alex hat eine Surfschule in Lajares. Vor dem Surfen sollen die Schüler ein Gefühl für die Bewegung und Balance bekommen. Die ist beim Surfen und Skaten ähnlich. Wer gut auf dem Skateboard steht, fühlt sich später im Wasser automatisch sicherer. Wir haben jetzt eine Woche lang das hinter sich alle. Das sehen wir den Fortschritt auch ganz gut. Also am ersten Tag haben die meisten erstmal mega Angst, stehen auf dem Brett drauf, da halten sich fest und so. Nee. Und das ist auch schön, weil der Lernerfolg viel schneller ist als am Surfbrett. Das heißt, am ersten Tag ist erstmal oft für viele sehr schwierig. Viele skaten ja nicht im Alltag. Und am zweiten Tag ist jeder schon entspannt und merkt, ich habe Spaß dabei, es ist schön, es macht wirklich Laune. Ja. Actively engaging the knee going around. Die meisten dieser Jungs haben übrigens vorher noch nie auf einem Skateboard gestanden. Also auch für Anfänger geeignet. Mich nimmt Alex jetzt mit auf eine Bootstour. Ja, grüß dich. Alex, wunderbar. Willst du mitfahren? Unbedingt. Danke. Surfbrett geschultert, alles klar. Gut, sehr gern. Und seit wann bist du jetzt schon hier? Jetzt 17 Jahre. 17 Jahre schon? Ja. Und warum? Warum? Gute Frage. Ich bin einfach hier gelandet und hängen geblieben. So der Klassiker. Alex kam nach seinem Studium der Sportwissenschaften auf die Insel. Eigentlich nur für ein paar Wochen zum Surfen. Inzwischen ist er verheiratet und hat eine Tochter. Nur manchmal, da vermisst der Siegerländer ein bisschen das Grün. Aber das muss man schon mögen, ne? Dieses Es ist halt eine ganz schöne, strenge. aufgeräumte Leere. So ist halt schon schön. Auch irgendwo so ein raues Paradies. Aber Ja, zu Hause, allerdings. meinen Garten habe ich halt richtig einen tropischen Wald angelegt. Ich habe da halt Kokospalmen, Bananenstauden im Garten. Das ist halt auch ganz anders. Weil das Grün habe ich halt zu Hause mit der Oase geschaffen und dann geht man halt raus in die Wüste. Ja gut, das ist natürlich... Also Gärtner bist du auch noch. Ja, also Du bist also Permakultur. Surfer und Gärtner Genau. und
Papa? Ich schreibe auch Und? Bücher. Schreibst du auch Bücher? Ja. Also ich komme überhaupt nicht hinterher, was du alles machst. Ja. Offensichtlich ist es so ein Klima, was das begünstigt hier. Ja. Von La Jaras sind es 20 Minuten bis nach Coralejo. Das ist der touristische Hauptort im Inselnorden. Im Hafen hat Alex sein Segelboot liegen. So, Alex, sind wir mittendrin? Wo Genau. wollen wir hin? Ja, und zwar sind wir jetzt hier Downtown Coralejo. Ja. Die Straße runter zum Hafen. Aha. Da hinten sieht man schon die Segelboote. Siehst du schon? Ja, das ist immer Genau. Während Alex das Boot klar macht, sehe ich mich ein bisschen in der Altstadt um. Noch bis in die 1970er Jahre war Coralejo ein kleines Fischerdorf mit ein paar Häusern. In diesem Teil der Stadt finden sich noch idyllische Ecken. Ansonsten hat der Tourismus den Ort fest in der Hand. Auch hier an jeder Ecke Surfshops. In diesem Laden scheint es aber noch um etwas anderes zu gehen. Um nachhaltig produzierte Kleidung und Accessoires. Was hat es mit dem Clean Ocean Projekt auf sich? Worum geht es dabei genau? Unser Ziel ist es, das Meer, die Wellen und Küste zu schützen. Wir kämpfen gegen Plastikmüllverschmutzung. Das Clean Ocean Projekt ist eine Initiative, die sich für die Umwelt auf Fuerteventura einsetzt. Ein Teil der Arbeit besteht darin, sogenannte Playa Pallets am Wegesrand aufzustellen. Ich habe keine Ahnung, wer das aufgesammelt hat, aber irgendjemand findet immer Müll am Strand und legt ihn hier ab. Als ich das letzte Mal diese Palette ausleerte, traf ich einen Mann, der sagte, er gehe jeden Morgen spazieren und habe immer Müll für die Paletten. Inzwischen gibt es über 30 Playa Pallets an der Küste. Sie werden regelmäßig geleert und recycelt. Das noch viel größere Problem ist jedoch Mikroplastik. Es gelangt unweigerlich in die Nahrungskette. Die Fische essen es, ihre Mägen sind manchmal so voll damit, dass sie nichts mehr fressen können. Lerke und Wim arbeiten mit anderen Organisationen, die die Ozeane schützen, europaweit zusammen. Wenn wir wollen, dass das aufhört, müssen wir in Zukunft viel mehr auf Produkte zum Beispiel aus Hartplastik setzen, die immer wieder benutzt werden können. Die Initiative will die Inselbesucher für die Natur Fuerteventuras sensibilisieren. Ihre Arbeit wird durch Läden wie diesen finanziert. Yes. Willkommen. Hello. Willkommen an Bord. Ja, perfekt. So ein netter Shuttle hier. Edu hat mich gut hergebracht. Und jetzt springe ich da raus, oder was? Ja, Griff, Wow, hältst gut fest. 1, 2, 3, zack. Da haben wir es geschafft. Sehr Perfekt. gut. Sehr gut. Willkommen an Bord. Ja, ich bin beeindruckt. Das ist ja ein Katamaran. Ja. Edu, thank you very much. Ciao. Hi, what a service. So, Tamina, komm mal helfen hier. Los geht's. Wir wollen ablegen. Ist klar, ist klar. Das Kommando heißt jetzt Leine los. Tag, bin Tamina. Und du? Ja. Ah, du sprichst kein Deutsch? Nein, Entschuldigung. Yeah, what do you speak? Was sprichst du? English. English, of Yeah, course. yeah. Bist du von Are you hier? from here now? No, I live in New Zealand. New Zealand? Yeah, yeah. Hi, Hallo. freut mich. Super Crew hier. So, dann macht mal da oben einfach alles Internationale lose. Crew. Als I nächstes say Leine los. Ziel ist das Inselchen Los Lobos, das keine 3 Kilometer von Coralejo entfernt liegt. Es gibt verschiedene Anbieter, die Touren dorthin unternehmen. Bitte festhalten. Hey, man hat ja gar keine Reling. Hier geht man direkt über Bord. Hier gibt es überhaupt kein Geländer. Man muss sich hier so festhalten. Alex ist sehr stolz auf seinen Katamaran, übrigens aus Polynesien.
Das Besondere an ihm ist, dass es keine einzige Schraube gibt. Alles ist mit Seilen verbunden. Dadurch ist das Boot bei Wellengang sehr flexibel. Ja, das heißt, das rote Seil hängen wir jetzt hier, was du vorhin machen wolltest, hinten ein. Okay. 1, 2, 1, 2, jawohl, hoch damit, Wuhu! Schön. So einfach. Sehr gut. Erster Schritt geschafft. So. Segen gesetzt. Dieser Katamaran war Alex' Traum. Er hat ihn im Internet entdeckt und dann von Sizilien nach Fuerteventura überführt. Einen Mistral mit 5 Meter Wellen hat er dabei unbeschadet überstanden. Und ihr habt hier alles, was man braucht. Wenn Genau, was das ist denn ein hier alles? Outdoor-Grill. Ja, das ist dann hier der Grill hier, der ist mit Gas versorgt. Dann kann man hier dann schöne Fischchen reinhauen, man kann Paella machen an Bord. Und das ist so die Hauptstromversorgung. Das sind 24 Volt Panels, die versorgen das Ganze mit Strom. Wir haben zum Beispiel auch eine große Kühltruhe, ein Eisfach sogar, wenn wir wollen. Also das Boot ist komplett autark. Ganz spannendes Boot. Und da hinten fährt jetzt die Fähre. Mit der kann man eben auch auf die Insel Lobos fahren. Los Lobos ist nach den Seelöwen, den Lobos marinos, benannt, die hier früher gelebt haben. Weil die Natur besonders geschützt wird, dürfen nicht mehr als 200 Personen pro Tag auf die Insel. Man muss sich vorher anmelden. Die kristallklaren Lagunen sollen zu den besten Schnorchelgebieten der Kanaren gehören. Also unbedingt Taucherbrille mitbringen. Die wenigen Hütten gehören Einheimischen, die fürs Wochenende kommen. Ansonsten ist Los Lobos unbewohnt. Der vulkanische Ursprung wird besonders im Inneren des Inselchens sichtbar. Zur höchsten Erhebung, dem Vulkankegel La Caldera, führt ein Wanderweg. Auch wenn man es nicht vermutet, hier wachsen über 130 unterschiedliche Pflanzenarten. Wer auf Fuerteventura Urlaub macht, sollte sich einen Ausflug nach Los Lobos nicht entgehen lassen. Die Überfahrt dauert 20 Minuten. Also Alex, hier Messer. Oh, sehr schön. Jetzt ist alles aus deinem Garten. Wir haben hier die Bananen natürlich. Die hat Die jeder kleinen, hier zu Hause. schönen. Kanarischen Bananen. Haben wir jetzt hier Maracuja. Oh. Mein ganzes Haus Zeig ist mal. quasi überwuchert mit Maracuja. Man sieht das Haus gar nicht mehr. Das ist quasi eine einzige Hecke mit Maracujas. Ja. Ganz so eine tolle Säure hat's, ne? Ja. Und dieses wirklich Was für Farben und alles selbst angebaut. So, die Toll. Warnung. Ja. Die kann man in Deutschland übrigens auch anbauen. Ja, Ist das jetzt süß oder? wirst du sehen. Man kriegt es nicht zusammen. Man kriegt wirklich, man hat so Gurke oder Melone Ja, genau, das ist oder genau was dazwischen. jetzt? Deswegen ist es Genau eben eine- dazwischen. Ja, das ist eine Melonengurke. Die schmeckt ein bisschen wie eine Melone, aber auch ein bisschen wie Gurke. Alex erzählt, dass die Meerenge zwischen Corralejo und Los Lobos auch ein besonderer Spot für Surfer ist. Hier bricht die längste Welle der Kanaren. Ja, wie du weißt, bin ich auch Surfer, natürlich leidenschaftlicher Surfer. Das sind recycelbare Surfbretter. Wow. Ja. Aus was? Und zwar dieser Schaumkern ist leicht gelblich, weil er ist aus recyceltem Verpackungsmaterial hergestellt und mit Holzfasern gemischt. Alex möchte jetzt die Welle surfen, die da hinten manchmal endlos lang bricht. Ich bin gespannt. Also, nimm die Welle mit. Toi, toi, toi. Viel Spaß. Oh. Alex lässt es sich nicht nehmen, einen Versuch zu machen, auch wenn die Bedingungen heute wirklich nicht gut sind.
Aber wenn sich die Welle wie hier auftürmt, kann sie bis zu 500 Meter lang sein. Nach Sonnenuntergang sind wir noch mal in den nahegelegenen Dünen von Coralejo. Hier sind wir zu einer Sternenbeobachtung verabredet. Das ist der Planet Jupiter. Neben dem Jupiter sehen wir andere Planeten, Millionen von Sternen und Sternschnuppen. Ich heiße euch ganz herzlich willkommen in den Dünen von Coralejo. Hier in der Dunkelheit der Dünen sind wir ausreichend entfernt von den Lichtern der Stadt. Die Kanarischen Inseln im Allgemeinen stellen ein wichtiges Fenster zum Universum dar. Das liegt daran, dass wir hier die gesamte nördliche Hemisphäre und einen großen Teil der südlichen Hemisphäre sehen können. Fuerteventura gehört zu einem der besten Orte in Europa, um Sterne zu beobachten. Das liegt vor allem an der sauberen Atmosphäre und der geringen Lichtverschmutzung. Deswegen erklärte die UNESCO Fuerteventura 2015 zum Starlight Reserve. Guck mal hier durch. Du solltest die 13 Ringe, die den Saturn umgeben, gut erkennen können. 13 Ringe? Ja, aber du nimmst es als einen einzigen geschlossenen Körper wahr, der den Planeten umgibt. Yes! That looks like das sieht aus wie gemalt. Das sieht wirklich aus wie ein Bild. Man sieht den Ring ganz deutlich. Saturn steht im Augenblick nah zur Erde, deswegen können wir ihn so gut sehen. Du hast wirklich Glück. Er ist einer der Planeten, die sich am besten beobachten lassen, weil man die charakteristischen Merkmale genau erkennen kann. Siehst du was? Da sind 2 Streifen in der Mitte. Ist das der Ring, den du meinst? Nicht ganz. Wir schauen jetzt auf Jupiter und was du siehst, sind Sturmbänder. Ein Wolkensystem, das den Planeten umgibt. Du kannst nicht die Oberfläche an sich erkennen, sondern nur das Wolkensystem drumherum. Das Teleskop vergrößert so stark, dass man die Planeten und Sterne auch als Laie gut erkennen kann. Wirklich toll, die Sternbilder und Planeten mal genauer erklärt zu bekommen. Aber auch der Anblick allein ist ein Spektakel. Heute machen wir eine Tour nach Betancuria, die alte Hauptstadt mit kolonialer Geschichte. In Pájara treffen wir den bekanntesten Bildhauer Fuerteventuras und dann geht's in die Piratenhöhlen von Ajuy. Wer hier Rad fährt, der spürt es in den Beinen. Fuerteventura ist im Verhältnis zur Größe nur sehr dünn besiedelt. Es hat schon was, durch diese karge Landschaft zu fahren. Und da oben, das sind die beiden letzten Könige der Ureinwohner, Gise und Ayoze, die über ihre Insel blicken. Sie regierten in unruhigen Zeiten, als die Insel von Eroberern angegriffen wurde. Im Jahr 1404 nahm der Entdecker und normannische Freibeuter Jean de Betancourt Fuerteventura ein. Die Könige und das Volk ergaben sich angesichts der militärischen Übermacht der Angreifer.
Betancuria ist der historisch bedeutendste Ort und liegt in einem fruchtbaren Tal. Hier ist es grüner als sonst auf der Insel. Das ist Fuerteventura mit Los Lobos, dem kleinen Inselchen, und man guckt so schön auf Lanzarote. Das muss dann Gran Canaria sein, Teneriffa mit dem Teide, La Gomera, wo wir letztens ja auch waren, sehr schön, La Palma, ganz grün, und El Hierro, die kleine. Bis 1835 war Betancuria die Hauptstadt Fuerteventuras. Der Eroberer Betancourt, nach dem der Ort benannt ist, glaubte sich im Inselinneren vor den Piraten sicher. Außerdem gab es hier reichlich Wasser. 1593 wurde Betancuria dann aber doch von Piraten eingenommen und komplett zerstört. Die heutigen Gebäude stammen daher aus dem 16. Jahrhundert, da der Ort wieder aufgebaut werden musste. Heute kommen Touristen für einen Tagesausflug in das Örtchen, um die historischen Gassen zu erkunden. Hier hat sich auch der Inselkünstler wieder verewigt. Ja, tatsächlich, Miguel Cubas Sanchez. Von ihm gibt es mehrere Skulpturen hier auf der Insel. Und hier hat er wohl den Alltag der Menschen aufgegriffen. So, und jetzt ist Zeit für eine kanarische Spezialität. Hier kommt dein Barraquito. Mein Barmann hat ihn für dich gemacht. Ah, you're the barman? Yes. Okay. Likör 43, schwarzer Kaffee, Milchkaffee, Milchschaum, Zimt und Limette. Oh Gott. Jetzt muss man das Kunstwerk zerstören. Barraquita. Muss man hier unbedingt mal probieren. Aber vielleicht, wenn man danach nicht mehr viel muss. Einen Steinwurf von Betancuria entfernt liegt dieses Dorf mit dem vielversprechenden Namen Vega de Rio Palmas, Aue am Palmenfluss. Früher gab es hier im Tal noch einen Fluss. Auf den Terrassenfeldern wurde Landwirtschaft betrieben. Dieses Chicago-Mühlenrad pumpt heute kein Wasser mehr aus dem Boden. Dafür leben auf diesem kleinen Bauernhof ein paar Tiere. Man riecht's auch, dass hier die Schäfchen zu Hause sind. Auch Gemüse und Kräuter werden angebaut. Auxi ist die Seele der kleinen Farm. Sie ist hier geboren und führt mich durch ihren Selbstversorgergarten. Hier vorne haben wir unsere Maracujas. Die oberen sind noch etwas hart, aber die unteren sind fast reif. Aus denen stellen wir unseren Maracuja-Joghurt her. Guck, diese Farbe. Maracuja. Oh, und der Duft. Oh, oh bueno. Bisschen sauer auch wieder. Perfetto, ha? Mit einem Löffel kann man sie essen. Magst du sie? Lecker, oder? Alles auf der Farm wird ökologisch bewirtschaftet. Die Hühner zum Beispiel bekommen Fruchtabfälle zum Picken. Mira, vamos. Die Eier, die Kräuter, überhaupt alles, was hier angebaut wird, wird in der eigenen Restaurantküche verarbeitet. Die Chilis wachsen besonders üppig. Sie und der Koriander sind wichtige Zutaten für die berühmte kanarische Soße. Son pequeñas. No. 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 Muy picante. Die sind scharf, oder? Solo para el mojo. Die verwenden wir für die Mojo und für die Garnelen in Knoblauch. Ah, ja. Dann verschwindet Auxi in der Küche und zaubert authentische Majojero-Gerichte, typische Speisen von Fuerteventura. An Olivenöl und Knoblauch wird hier jedenfalls nicht gespart. Echte Landküche eben.
Tara. Tara. Mojo rojo, mojo verde. Oh, mojo rojo, mojo verde. Sí. Costillas. Rippchen. Rippchen mit Kartoffeln und Mais. Papas y piña. Aha. Und unsere kanarischen Kartoffeln. Papas arrugadas. Runzelkartoffeln. Typisch. Buen provecho. Danke. Jetzt eine Mutprobe. Krass. So, alle, die mit mir zu tun haben heute, mögen das verzeihen. Das ist hier Knoblauch. Wow. Ganz in der Nähe liegt mitten im Nichts ein Skulpturengarten. Die Kunst ist Teil dieser Location. Eventgastronomie in der Wüste. Manchmal finden hier sonntags Konzerte statt. Die Künstler und Künstlerinnen stammen allesamt von der Insel. Einige von ihnen sind international bekannt. Während der Aufführung können die Gäste in den lauschigen Ecken des Restaurants essen. Initiator ist Rainer Loos. Der deutsche Fotograf lebt seit 1992 auf der Insel. Viele der Besucher sind Stammgäste. Aber in der Wüste hast du ja eine Oase geschaffen. Das ist ja hier total grün. Und das ist ja auch das Verrückte. Die Leute kommen hierher, fahren durch Wüste, parken hier, kommen die Treppe hoch und sagen, wow. Ne? Und das gefällt das faszinierend. Dann noch geile Musik dazu. Ja, das ist echt. Ne? Die Casa de la Naturaleza ist umgeben von einem großen Palmenhain. Allerdings geht es dem nicht ganz so gut. Der Klimawandel hat dem ehemals fruchtbaren Tal zugesetzt. Der war früher mal dicht grün. Und jetzt hat er immer wieder mehr nachgelassen, sodass wir dann gesagt haben, wir werden diesen Palmenhain retten und wir werden ihn begießen mit einem Brunnenwasser, was hinter den Palmen ist. Da gibt es einen Brunnen. Aus diesem Brunnen schöpfen wir das Wasser mit einem Dieselmotor mit Pumpe und verteilen das gesamte Wasser in Leitungen über dieses ganze Gebiet bis nach hinten hin. Ungefähr 120 Palmen werden da bewässert. Noch bis vor wenigen Jahren wuchsen die kanarischen Dattelpalmen hier prächtig ohne menschliches Zutun. Jetzt müssen sie künstlich bewässert werden. Das Grundwasser dafür kommt inzwischen aus 60 Metern Tiefe. Die dicken Rohrleitungen gehen von hier aus in alle Richtungen. Auf diese Seite unterirdisch, dann im Barranco entlang, auf diese Seite rüber. Und dann haben wir zwischendurch immer wieder Verzweigungen eingebaut, sodass jede Palme oder jede 2, 3 Palmen mit Öffnung dieses Hahns bewässert werden können. Die Palmen stehen unter Naturschutz. Eigentlich wäre es Aufgabe der zuständigen Behörde, sie zu bewässern. Da bisher aber nichts passierte, hat Rainer das Problem selbst in die Hand genommen. Und du siehst die ersten Erfolge, dass in der Mitte der Palme kommen so, na, vielleicht habt ihr das irgendwo vorher gesehen, dass in der Mitte der Palme schon wieder diese leichten, die ersten grünen Blätter raussprießen. Genau. Ja. Man merkt hier immer wieder, dass den Menschen auf Fuerteventura ihre Natur am Herzen liegt und sie versuchen, sie auf unterschiedliche Weise zu bewahren. Nach einer 20-minütigen Fahrt durch die große Weite kommen wir nach Pájara. Am Ortseingang zieren verschiedene Skulpturen die Straße. Hier ist das Zuhause von Juan Miguel Cubas Sanchez, dessen Kunstwerke uns schon mehrmals begegnet sind.
Miguel Cubas ist ein richtiger Majojero. Fuerteventura gibt mir Frieden und das Licht ist fantastisch. Außerdem bin ich einfach von hier. Hier entstehen gerade die Beine für eine überdimensional große Figur aus Stahl. Im Moment arbeite ich an einem Werk, das ein 3 Meter großes Mädchen darstellt, das mit einem Drachen spielt. Die gesamte Skulptur wird am Ende 8 Meter hoch. Der Drachen schwebt, abgestützt von seinem Schwanz, in der Luft. Eine Hommage an das internationale Drachenfestival von Corralejo, zu dem jedes Jahr Drachenfans aus aller Welt kommen. Aus dem Vulkan die Lava, aus der Lava der Stein, aus dem Stein die Kunst. Die meisten meiner Werke hier auf der Insel sind figurativ und realistisch. Sie erzählen von den Traditionen der Majojeros, also den Traditionen der Insel Fuerteventura. Cubas hat die Bildhauerei erst mit 30 für sich entdeckt, als sein Vater ihm dieses Stück Land schenkte. Er baute ein Steinhaus darauf und stellte fest, wie groß seine Leidenschaft für Stein war. Die Fertigkeiten hat er sich weitestgehend selbst beigebracht. Inzwischen stehen über 30 Skulpturen von ihm auf der Insel. Was ich aber auch mag, ist, zeitgenössische mit figurativer Kunst zu verschmelzen und mehr Formen zu schaffen, die nicht so realistisch sind. Einige von Cubas Kunstwerken stehen auch in Frankreich, auf Zypern und in Deutschland. Made in Fuerteventura. In der Piratenbucht treffe ich nochmal Andreas Kallimann. Viele Tagestouristen kommen hierher, auch weil sich etliche Mythen um Ajuy ranken. So sollen Piraten ihre Beute in den naheliegenden Höhlen versteckt haben. Also beeindruckend sieht diese Felsformation ja schon aus, auch wenn da nicht unbedingt Piraten drin gehaust haben. Absolut, absolut. Es sind die ältesten Klippen der Kanaren überhaupt. Und die Gesteinsformation, die man ganz unten sieht, das ist der sogenannte Basalkomplex, der wirklich nur hier zu sehen ist, nirgendwo anders auf den Kanaren in dieser Form. Der Basalkomplex ist der Inselsockel, der vor 70 Millionen Jahren durch Unterwassereruptionen entstand. Teile dieses Basalkomplexes wurden Millionen Jahre später durch die Bewegung der Erdplatten hochgedrückt. Deswegen ist Ajuy auch ein Mekka für Geologen. An den unterschiedlichen Gesteinsschichten kann man hier die Entstehungsgeschichte von Fuerteventura richtig gut ablesen. Was ist das? Schwammstrukturen sind versteinerte Strände, im Grunde fossilierte Strände. Man nennt sie auch gehobene Strände, Playas Elevadas, weil mit dem Vulkanismus halt viel Aufwärtsbewegung war. Aber ehrlich gesagt, hier in dem Fall, glaube ich, sind es eher die Eiszeiten, weil zwischen den Eiszeiten war der Meeresspiegel bis zu 60 Meter höher als heute und da war halt hier oben der Strand. Wegen der einzigartigen Felsformationen ist das Areal zum nationalen Naturschutzgebiet erklärt worden. Andreas, ich stelle mir immer so vor, es geht ja ganz tief runter um die Kanaren rum. Wie muss man sich das vorstellen? Das ist eigentlich alles
Letztendlich ist es ein großes Vulkanmassiv. Letztendlich sind alle 7 kanarischen Inseln ein Vulkanmassiv. Letztendlich ist ganz Makaronesien, wie man all die Inseln entlang des zentralatlantischen Rückens nennt, eine große Vulkankette. Ist die längste des Planeten übrigens. Und das, was rausguckt von diesen Vulkanen, sind gerade mal 5% ihrer eigentlichen Masse. Also nur die Spitzen. Wir stehen hier auf einer Spitze. Ja, wir stehen auf einem von vielen Gipfeln, genau. Hier geht's Richtung Höhle. Ja? Hier ist, guck mal, hier macht's doch richtig auf. Das sind sie, die Piratenhöhlen von Ajuy. Auch wenn sie so genannt werden, gibt es keinerlei Beweise dafür, dass hier die Piraten ihre Beute versteckt haben. Ziemlich sicher aber ist, dass sie in Ajuy an Land gingen und von hier aus ihre Streifzüge ins Inselinnere starteten. Heute besuchen wir in der Nähe von Ajuy einen Ziegenbauernhof mit Käseherstellung. Danach gehen wir sogar mit Ziegen wandern. Bei Pozo Negro geht's auf eine Aloe Vera Farm. Ich mag das Leben auf Fuerteventura. Es ist sehr ruhig. Hier kann ich auf dem Land leben, die Landschaft und die Tiere genießen. Raikos Ziegen sind Majojero-Ziegen, eine Rasse, die auf Fuerteventura beheimatet ist. Sie werden mit Mais angefüttert, damit sie in den Melkstand gehen. Diese Ziegenrasse ist bekannt dafür, besonders viel Milch von besonders guter Qualität zu geben. Dick, aromatisch und fetthaltig. Eines der wichtigsten Geheimnisse, wieso der Majojero-Käse so beliebt ist. Fuerteventura wird auch die Ziegeninsel genannt. Der Grund ist simpel, es gibt nahezu so viele Ziegen wie Einwohner. Mehr als 100.000 sollen es sein. Was ich an Ziegen mag, ist, dass jeder von ihnen anders ist. Sie sind bescheiden und gutmütig. Manche haben ihren ganz eigenen Charakter, genau wie wir Menschen. Genau wie wir können sie mal einen schlechten Tag haben. Sie haben ihren eigenen Willen, aber sie sind gut. Ziegen sind seit Jahrhunderten eine wichtige Lebensgrundlage für die Majojeros. Die heimische Ziege ist ein echter Überlebenskünstler. Sie ist perfekt an die rauen Bedingungen angepasst und findet selbst in der scheinbar pflanzenfreien Landschaft noch was zu fressen. Raiko hat schon als Kind davon geträumt, seinen eigenen Käse herzustellen. Das Handwerk hat der junge Käsemeister von seinen Großeltern erlernt. Wir verfeinern den Käse mit Olivenöl und Gofio. Gofio aus Mais. So ist dieser Käse auch bekömmlich für Menschen mit Glutenunverträglichkeit. Gofio ist auf den Kanaren sehr typisch. Der delikate Majojero-Käse genießt inzwischen nationale und internationale Bekanntheit. Dieser hier ist mit Paprika eingerieben. Jeder hat da seine ganz eigene Rezeptur. Ich glaube, das Geheimnis liegt in der Insel selbst, in den besonderen Bedingungen. Alle Käseproduzenten hier stellen den Käse mehr oder weniger auf dieselbe Art her. Das eigentliche Geheimnis ist unser Klima, unsere Ziegen und unsere Tradition. Auf einmal bitte. Ui, nein! Ei, ei, ei! Die ist hier auf den Tisch gehupft. Ja, das funktioniert. Am Anfang ist es hier übrigens immer ein Riesenchaos. Also es ist so, wie wenn man mit einer Schulklasse spazieren geht. Deshalb es ist aufregend. Und ja, dann nach einer Weile wird es ein bisschen ruhiger, ja? Das ist deiner. Rambo. Wie Rambo?
Ui. Ui. Ja, hallo, Rambo. Ui. Er heißt Rambo jetzt wirklich? Ja. Christina macht Ziegenwanderung, ne? Du bist die Ziegenmama, sagst du immer. Ich bin die Ziegenmama, ja. Viel mehr weiß ich auch noch nicht genau. Wir sind hier alle, glaube ich, sehr gespannt, wie das jetzt weitergeht oder losgeht. Jeder kriegt eine Ziege, richtig? Jeder kriegt eine Ziege, genau. Okay. Ich habe auch noch mehr Mais bei. Die Ziegenwanderung beginnt. Am Anfang muss jeder Teilnehmer erstmal ein Gefühl für seine Ziege bekommen. Und umgekehrt. Zwischen Rambo und mir läuft's noch nicht so rund. Mit Namjam geht's, aber dann, komm, guck mal, die anderen sind schon voraus. Komm, wir schaffen das. Komm, Rambo, das wird toll. Wartet auf uns. So, Rambo, jetzt geht's plötzlich ganz schnell. Ha? Hei, hei, hei. Ui, ui, ui. Oh, oh, oh. Rambo hat die Führung übernommen. So, jetzt komm mal hier mit. Namjam. Guck mal, wenn ihr dem den Mais zeigt und den Arm hochnehmt, arriba. Ja? Aber mit dem Großen ist das ja schon eine ganz schöne Sache, ne? Der ist ja größer als du. Ich habe auch so angefangen vor 7 Jahren. Ich hatte nämlich keine Ahnung von Ziegen, war aber schon immer ein ganz großer Tierfreund und habe also mit den beiden Großen gelernt, was Familie Mäh gerne möchte. Ja, ich habe also angefangen mit Rayo und Nube. Das ist so eine einheimische Ziegenrasse. Cabra Majoreda heißt sie hier. Und die haben mir gezeigt, was so eine Ziege toll findet. Ja? Das ist vor allem was zu fressen. Sogar Pflanzen mit Stacheln sind für sie kein Problem. Rambo, Namjam, Porgi. Komm, Rambo, komm. Komm, komm, komm. Da. Guck. Oh. Juniorchef. Pintas, ja, der hat Zug. Aber guck, Rambo, manchmal ein bisschen zurückhaltend, aber jetzt ist er auch gerade. Komm, 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 nicht den nächsten Busch. Wir machen jetzt mal so ganz mit allen anderen. Komm, alle gehen hier lang, du gehst auch hier lang. Komm. Du kannst ja eigentlich was drauf einbilden, dass du so eine große, starke Ziege bekommen hast, offensichtlich. Oder wie machst du das? Siehst du das gleich am Anfang, wenn du die Leute dir so anguckst, wer kriegt wen? Ich weiß es schon, wenn du aus dem Auto steigst, dann weiß ich schon, welche Ziege du bist. Wirklich? Ja. Ernsthaft? Mensch, jetzt muss ich mir Gedanken machen. Wo ist denn mein Rambo? Gut. Ach, wirklich? Okay, und dann haben wir den großen, ruhigen, ziehenden. Was haben wir dann noch für einen Charakter hier? Die Nube, die ist ein bisschen schüchtern. Die braucht gar nicht so viel Halligalli, die braucht halt eine liebe Hand. Jemand, der auch mal sich mit ihr unterhält, nicht so grob ist. Also wenn da so ein Macho-Typ an der Leine hängt bei ihr, dann geht die nicht weiter. Dann haben wir unser Ziel erreicht. Guck mal, den kannst du hier festmachen. Habt ihr so eine Beziehung schon aufgebaut jetzt mit der Zeit? Doch, ich muss sagen, also wir sind per Du mittlerweile. Ihr seid per Du? Ich merke schon, der frisst dir aus der Hand. So, das Öl ist von hier. Wie alle anderen Produkte auch, die es beim Picknick gibt. Darum geht es Christina bei ihren Touren. Den Gästen ein Stück authentisches Fuerteventura zeigen. Salut, gracias. Ja, so eine tolle Erfahrung. Danke dir. Salut. Ja, ja. Und du lieber. Ja. Du bist ja ganz freundlich. Oh, oh. Mit Ziegen wandern, mit Ziegen picknicken. Das ist echt ein tolles Erlebnis. So, Rambo, hast du gut gemacht? Schön war's. Und jetzt esse ich den Käse selber.
Das ist Aurora. Sie führt diese Farm in 3. Generation. Über 2000 Aloe-Pflanzen wachsen auf den Feldern. Das ist die Sorte Barbadensis Miller, die ist am häufigsten auf der Insel verbreitet. Die anspruchslosen Pflanzen gedeihen auf den sandigen Böden und in dem heißen Klima besonders gut. Außerdem brauchen sie so gut wie kein Wasser. Die Aloe Vera-Pflanze wächst von innen nach außen. Die äußeren, das sind die ältesten Blätter. Und die kannst du ernten. Aus ihnen wird das Gel extrahiert. Ich schneide sie hier ab. Here? So, it's ready? Aloe Vera ist eine der ältesten Heilpflanzen der Welt. Sie enthält wertvolle Vitamine, Enzyme und Mineralstoffe in hoher Konzentration. Oh, guck mal jetzt. Ganz kühl und weich und soft, bisschen wie Gurke. Der Anbau der Wüstenpflanze ist inzwischen, neben der Ziegenhaltung, eine der wichtigsten Einnahmequellen in der Landwirtschaft. Aloe Vera ist kein Kaktus, wie die meisten Menschen denken. Es handelt sich um ein Liliengewächs, so wie die Zwiebel, aus der gleichen Familie. Aloe hilft besonders gut bei Brand- und Schnittwunden und regeneriert die Hautzellen. Das hier ist das Aloe Vera Gel, das du für den ganzen Körper benutzen kannst. Oh Gott, und jetzt probiere ich das mal hier so auf dem Arm. Ganz kühl und ganz weich und ganz schleimig. Aurora und ihre Familie produzieren aus dem Gel hochwertige Kosmetika. Überhaupt sind Aloe-Produkte auf Fuerteventura ein Verkaufsschlager. Auf der Biofarm leben außerdem Tiere von einem benachbarten Gnadenhof. Sonnenkollektoren erzeugen den großen Teil der benötigten Energie. 2020 ist mit dem eigenen Permakulturgarten für die Familie ein Traum in Erfüllung gegangen. Nachhaltig landwirtschaftlich zu arbeiten, spielt hier eine große Rolle. Gäste können die Farm besuchen, eine Führung machen und die Produkte probieren. Das hier ist Aloe Vera Saft, fertig zum Probieren. Da ist nur etwas Zitrone zum Konservieren drin. Ansonsten ist das 99,5% pures Aloe Vera. Cheers. We try. Schmeckt sehr gesund. It tastes healthy, huh? Yeah. Es ist nicht gerade wow, aber man kann sich vorstellen, dass es gut tut. It is good for you. So it's good for you. Gracias. Jetzt geht's nach Jandia, so heißt die Halbinsel ganz im Süden von Fuerteventura. Bekannt für die kilometerlangen Sandstrände. Der Playa de Sotavento soll der allerschönste sein. Da wollen wir ins Meer. Die Ostküste ist gut erschlossen bzw. ziemlich verbaut. Feriensiedlungen reihen sich aneinander. Das Besondere an diesem Strand ist, dass er sich mit den Gezeiten komplett verändert. Gerade ist Ebbe. Der Weg zum Wasser mit unseren Stand-Up-Paddleboards dauert jetzt etwas länger. Risco de Paso ist ein Wassersportparadies. Hier kannst du alles machen, was du möchtest. Manchmal haben wir sehr starke Winde. Dann können die Kiter und Windsurfer aufs offene Meer.
Jedes Jahr im Sommer finden die Windsurfing- und Kiteboarding-Weltmeisterschaften statt. Bereits seit 1984 laufen hier die weltbesten Surfer zur Hochform auf. In verschiedenen Disziplinen wie dem Freestyle, Speedsurfing und Slalom misst sich die Surf-Elite. Von den Cracks zu den blutigen Anfängerinnen. Wie warm oder kalt ist das Wasser? Oh, es ist warm. Bei Ebbe bleibt auf dem Strand eine seichte Lagune zurück. Perfekt für Anfänger, um sich an das Stand-Up-Paddleboard zu gewöhnen. Mit deinen Hüften gibst du das Körpergewicht nach hinten. Dann bewegst du dich ganz einfach mit dem Paddel. Leichter gesagt als getan. Okay, again. Das ist die dynamische Art, Kurve zu fahren. Den Fuß ganz nach hinten und dann rum. So, rum. Gewicht nach hinten. So, Paddeltechnik, Gleichgewicht und das Paddel richtig halten, das klappt schon mal ganz gut. Bali meint, wir können es jetzt wagen. Jetzt versuchen wir es in den Wellen. Das Wichtigste ist, dass die Nase des Boards immer in Richtung der Wellen zeigt. Dann erzeugt man ein bisschen Geschwindigkeit und du kannst die Welle leicht erwischen. Zum Glück gibt es heute fast keinen Wind. Deswegen haben wir nur Mini-Wellen. Wenn man denn eine Welle bekommt, ist das mit dem Sub sogar etwas einfacher als Wellenreiten, weil man sich nicht mehr aufrichten muss. Das war toll. Wow! Also das ist ein Abenteuer mit so einem Sub auf dem Meer. Herrlich. Also ich brauche noch viel Übung, aber es war ein Vergnügen. Ich habe ein Gefühl fürs Meer bekommen und wie es sein könnte. Ich freue mich, dass es dir gefallen hat. Really, really much. Heute geht's weiter auf der Südhalbinsel Jandía. In Morrojable erfahren wir, was Willy Brandt mit dem Tourismusboom auf Fuerteventura zu tun hat. Dann gibt's eine abenteuerliche Fahrt zum Punta de Jandía, dem südlichsten Zipfel. Die Urlaubsapartments haben in dem Ort Jandía Playa den Strand direkt vor der Haustür. Die 3 Kilometer lange Promenade führt bis Morrojable. Da sitzt er, Willy Brandt, mit hochgekrempelten Hosen, ganz lässig, und seinem Hund Bastian. Willy Brandt war 1972 zum ersten Mal hier auf der Insel, als noch ganz viele Leute Fuerteventura irgendwie gar nicht auf dem Schirm hatten. Und danach wusste man quasi Bescheid, dass man hier Urlaub machen kann. Der damalige Kanzler fand in Morrojable einen geeigneten Ort, um nach einer längeren Krankheit wieder zu Kräften zu kommen. Die Abgeschiedenheit und das Klima taten Willy Brandt so gut, dass er noch einige Male seinen Urlaub hier verbrachte. Seine Aufenthalte in den 70er Jahren machten Fuerteventura in Deutschland bekannt. Damals war Morrojable ein winziges Fischernest.
Es gab nicht mal asphaltierte Straßen. Kein einziger Stein, keine Klippe unterbricht den feinsandigen Strand. Schön für endlose Strandspaziergänge. Der Weg ans Inselende ist nicht gerade komfortabel. Von Morro-Hable geht es 20 Kilometer über eine unbefestigte Straße. Ehrlich, man fühlt sich hier manchmal wirklich ein bisschen wie auf dem Mond. Trotz oder gerade wegen dieser Abgeschiedenheit ist der Weg zur Südspitze bei Touristen beliebt. In der kleinen Fischersiedlung leben nur wenige Menschen. Manche kommen fürs Wochenende von Morro-Hable und manche nehmen den Weg für eine besondere Spezialität auf sich. Die soll hier eine der besten der Insel sein. Wow! Ai. Caldo de pescado. Der berühmte Fischeintopf, eine Spezialität auf Fuerteventura. Color. Schöne Farbe. Mhm. Und? Und wie schmeckt sie? Oh. Bueno. Sehr gut. Oh. Ein bisschen Nachhilfe braucht es zum Essen der Caldo. Okay. Okay, also mit der rohen Zwiebel ins Gofio und die Mojo rein. Und dann, zack. Ja. Okay. Wow. Bien. Okay. Entonces, Oh. Forte. esto es fuerte. Muchas gracias. Okay, super. Gut, dass man sich die Dinge noch mal erklären lassen kann, wie man das hier isst. Das ist dieser tolle Fischeintopf mit Gofio und der rohen Zwiebel und der Mojo. Und dann ist es echt kanarisch. Der Leuchtturm am Ende der Insel ist aus dem Jahr 1864. Er weist den Schiffen den Weg ins benachbarte Teneriffa. Noch einmal ganz viel Sonne und Wärme und Licht tanken. Hier ganz im Süden von Fuerteventura. Eine Insel, die man wirklich entdecken muss und wo man aber im Nichts dann ganz viel finden kann. Adios und bis zum nächsten Mal.